und willkommen in meiner Küche. Der Mensch lebt nicht von Kuchen allein und so gibt es heute einen Fleischspieß mit Backpflaumen in Speck. Dazu mache ich Rösti und natürlich eine Soße. Ein paar Tage oder eine Woche vor Zubereitung des Essens lege ich Backpflaumen in Wasser ein und stelle sie in den Kühlschrank, damit sie sich dort mit Wasser vollsaugen und weich werden können. Festkochende Kartoffeln vom Vortag, die auch nicht so richtig weich gekocht wurden, ziehe ich über eine grobe Reibe. Kartoffeln benötigen immer eine großzügige Portion Salz. Die verteilt man am besten in den geriebenen Kartoffeln, indem man ungefähr 2/3 davon anhebt, etwas Salz auf die restlichen Kartoffeln streut, ein gefühltes Drittel darauf gibt, wieder etwas Salz verstreut und dann das letzte Drittel darüber gibt und salzt. Anschließend lässt sich das Salz etwas leichter zwischen den klebrigen Kartoffeln verteilen. Durchwachsener, geräucherter Speck wird in feine Scheiben geschnitten. Das geht besser, wenn der Speck tiefgefroren ist. Hier sind meine eingeweichten Backpflaumen. Den Teller habe ich extra schräg gestellt, damit die Flüssigkeit ablaufen kann. Nun werden die Backpflaumen in den Speck gewickelt. Mit der zerfetzten Seite des Specks fange ich an, damit sie innen ist. Die offenen Seiten der Backpflaumen lege ich nach oben bzw. unten auf den Speck, sodass diese Öffnungen beim Einrollen durch den Speck verschlossen werden. So kann während des Bratens kein Saft aus den Pflaumen auslaufen. Das Fleisch habe ich in 6 Würfel geschnitten und nun können Fleisch und Pflaumen aufgespießt werden. Mit einer Pflaume geht es los und mit einer Pflaume höre ich auch wieder auf. Währenddessen habe ich meine Pfanne auf kleiner Flamme erhitzen lassen, Öl hineingegeben und nun wird das Fleisch auf kleiner Flamme angebraten, damit es ganz langsam garen kann. Bei zu großer Hitze verbrennt der Speck und keine Sorge, das Fleisch wird gar werden. Hauptsache, es hat Kontakt zur Pfanne und wenn nicht, wird es trotzdem gar, nur vielleicht etwas langsamer. Für die Rösti habe ich 2 kleine Pfannen erhitzt und etwas Schmalz und Öl hineingegeben. In das heiße Fett kommen nun die geriebenen Kartoffeln. Anschließend drücke ich sie auf der Oberfläche ein wenig fest und den Rand schiebe ich nach innen. Ich weiß nicht, ob das Lege Artis ist, aber ich finde, dass sich die Rösti später besser wenden lassen. Jetzt heißt es abwarten. Das Fleisch kann man in der Pfanne ein wenig hin und her schieben. Wer aber mit Induktion kocht und gleichmäßige Hitze darunter hat, braucht nicht einmal das zu tun. Nach ungefähr 5 bis 7 Minuten waren meine Rösti von unten schon braun und ein Test mit dem Finger auf der Oberfläche hat ergeben, dass die Hitze oben auch schon angekommen ist. Zeit, den Rösti zu wenden. Das kann man mit Hilfe eines Tellers machen oder man prüft, ob der Rösti nicht angebacken ist, indem man ihn nach rechts und links schwenkt und sich sagt, nur Mut, kleiner Muck, und den Rösti in der Luft wendet. Anschließend kann man noch etwas Öl in die Pfanne geben, damit der Rösti auch von der zweiten Seite schön knusprig wird. Jetzt ist es auch Zeit, die Fleischspieße zu wenden. Die zweite Seite braucht meist nicht so lange gebraten zu werden, da sie ja schon warm geworden ist. Jetzt wird auch gesalzen und gepfeffert. Nach ein paar Minuten können die Spieße aus der Pfanne genommen werden, damit man die Soße machen kann. Dazu wird zunächst einmal das Einlegewasser der Backpflaumen in die Pfanne gegossen. Eine Knoblauchzehe wird zerhackt oder mit Salz fein zerrieben, in die Flüssigkeit gegeben und untergerührt. Ein paar Spritzer Zitronensaft kommen dazu, vielleicht ein halber Teelöffel, sowie 40 Gramm süße Sahne. Alles wird nun auf kleinster Stufe köcheln gelassen, damit sich die Soße langsam einreduzieren kann. Wer mag, kann auch noch eine große Zwiebel halbieren, in einer Pfanne anbraten und unter einem Deckel garen lassen. Die Soße ist hier zwar schon etwas sämiger geworden, aber noch nicht genug. Das kann man daran erkennen, dass sie sehr schnell wieder zusammenläuft. Jetzt ist es besser, was man auch daran erkennen kann, dass die Blasen etwas träge sind.
Nun gebe ich das Fleisch nochmal in die Pfanne, damit es wieder etwas wärmer werden kann, und das war's auch schon. Es kann angerichtet werden. Der Rösti wird auf einen vorgewärmten Teller gegeben, das Fleisch daneben gelegt und die Soße darf natürlich nicht fehlen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr einen Fleischspieß auf dem Teller habt. Ich habe immer Angst, dass mir das Fleisch beim Abstreifen vom Teller springt und mitten auf dem Tisch landet. Deswegen erledige ich diese Arbeit schon in der Küche und überlasse es der Fantasie meiner Gäste, wie die Spieße vorher ausgesehen haben. Pflaumen und Speck sind unglaublich lecker. Zusammen mit dem Fleisch, der Sahnesoße und den Rösti ist dieses Essen wirklich ein Gedicht. Ich hoffe, ihr probiert es einmal aus. Zutaten und Mengenangaben sind wie immer unten in der Beschreibung und wie immer guten Appetit!